Hello, everyone. It's great to be here today. I want to open your discussion by addressing a challenge that many of us face: the fear of speaking a foreign language, especially, in my case, English. It's interesting how this language, often regarded as a universal tongue, can make us feel both connected and incredibly isolated at the same time. Today, I will share my personal experience with this fear, how it has shaped my interaction, and the lessons I've learned along the way. So, let's dive into the journey together. Und damit auch nochmal willkommen zu einer neuen Folge. Vorab, bevor ich loslege, hm, ich wollte dieses Video eigentlich schon letzte Woche hochladen und veröffentlichen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich habe ein dezentes Problem oder eine dezente Schwierigkeit damit, ja, wenn ich 2, 3 Tage Pause gemacht habe von irgendetwas, irgendein Hobby oder Leidenschaft, was auch immer, da wieder Anschluss zu finden, komischerweise. Also, ich bin da so, keine Ahnung, als ob ich dann so einen Schalter umlege und dann interessiert mich nicht mehr. Und dann bin ich so raus aus aus diesem Tun, dass es mir so schwerfällt, da wieder reinzukommen, wenn es meistens nur ein paar Tage sind. Also, das ist echt krass. Also, keine Ahnung, woran das liegt. Aber ja, dass ich mich teilweise wirklich dazu zwingen muss, irgendwas wirklich durchzuziehen. Also, keine Ahnung. Jedenfalls, wie gesagt, wollte ich es schon letzte Woche hochladen, weil es wirklich ein Thema ist, was, ja, wie gesagt, ne, mir sehr am Herzen liegt und ein sehr persönliches Video auch ist. Und ich einfach darüber sprechen wollte mit euch. Oder mit euch darüber, ja, wie gesagt, reden wollte oder reden möchte. Denn ja, was ich gerade hier so Anfang mehr schlecht als recht auf Englisch versucht habe, euch mitzuteilen, die Angst vor Fremdsprachen oder die Angst, Fremdsprachen zu lernen und auch allen voran Fremdsprachen zu sprechen. Also bei mir ist es in erster Linie Englisch, natürlich, klar. Also natürlich ähm, glaube ich, ja, die Fremdsprache überhaupt, die man überhaupt als Kind zum ersten Mal in Kontakt kommt, also zumindest als nicht Englischsprachiger. Und es ist interessant, weil, mh, wie gesagt, ich habe echt immer Angst und Unsicherheiten, wenn ich anfange zu sprechen, also Englisch zu sprechen. Und also wenn ich erstmal da mit in einem Gespräch drin bin, dann geht's, dann macht's mir auch Freude und dann fühle ich mich auch total sicher. Aber davor versuche ich immer alles Mögliche, um solche Situationen weitgehend aus dem Weg zu gehen. Und ich denke, so geht's vielen Menschen tatsächlich. Und ich bin auch irgendwie erleichtert, dass es viele Menschen gibt, die da ihre Herausforderungen haben und ja, sich unsicher fühlen und auch richtig Angst haben. Also das ist das nicht wirklich so, wo man sagt, na ja, also man hat eben ein bisschen Unsicherheiten und dann es gibt wirklich Menschen, die da richtig in Panik, Panik verfallen und ja, am liebsten schreiend wegrennen würden. Das Skurrile ist auch bei mir, vielleicht kennst du es selber, würde mich mal interessieren, ob du auch diese Unsicherheiten hast mit dem Sprechen einer Fremdsprache. Bei mir ist es so, dass ich auch in meiner Muttersprache, also Deutsch in dem Sinne, lange Zeit, also auch als Kind und Jugendliche, Unsicherheiten hatte, hm, klar zu kommunizieren und mich für meinen Ausdruck und wie ich gesprochen habe, sehr geschämt habe. Hm, und eher auf eine gewisse Weise ein stilles Kind war,
aber auch natürlich gleichzeitig ein sehr impulsives Kind war, weil ich mich ja trotzdem zum Ausdruck bringen wollte. Und diese Angst, nicht verstanden zu werden, die Angst, dass ich mich nicht klar zum Ausdruck bringen kann, meine Gefühle nicht klar zum Ausdruck bringen kann und jemand mich missverstehen könnte und deswegen Entscheidungen trifft, die ich nicht für gut heiße. Das war für mich schon als Kind schon sehr stark ausgeprägt. Also, wo ich mich schon im Kindergarten missverstanden gefühlt habe, ist es wirklich so. Ich weiß noch ganz genau, wie ich deswegen richtig in in Tränen ausgebrochen bin und richtige, ja, man würde sagen, Trotzverhalten, gerutscht bin als Kind, weil ich es zum Verrecken nicht geschafft habe, der Erzieherin klarzumachen, was ich wirklich möchte oder wie ich mich wirklich fühle und wie es mir geht. Und also die Zunge hat nicht das gemacht, was der Kopf schon gedacht hat. Also ich konnte mit dem Mund nicht das aussprechen, was der Kopf schon klar in Sätze formuliert hatte. Und das war echt, ja, eine anstrengende Zeit für mich, wo ich auch ungern in 'ne Kita gegangen bin. Komischerweise hatte ich diese Erfahrungen nur im Außen, also in der Öffentlichkeit gemacht, also wie Kitas oder Schulen. Denn zu Hause, hm, bei meiner Mutter habe ich dieses Gefühl nie gehabt. Also, sie hat mich immer verstanden, also auch ohne große Worte. Also, wir hatten schon immer da, ja, ein sehr starkes Vertrauensverhältnis und weiß nicht, bei ihr brauchte ich mich nie anstrengen, um mich verständlich zu machen und um überhaupt auch ernst genommen zu werden. Wenn ich aber rausgegangen bin, ja, bei bestimmten Erziehern, nicht alle Erzieher, aber, grade, ja, in der Kitagruppe als Beispiel, wo ich war, die Erzieherin, da konnte ich mich auf meinem Kopf und Bein stellen. Ja, das war einfach nicht schön, mit ihr zu kommunizieren und ich habe mich auch nie gesehen gefühlt. Und das war auch zum Beispiel dieses Nicht-Gesehen-Fühlen auch lange, lange Zeit, also bis jetzt, ich bin jetzt so Mitte 20, ein sehr großes Thema bei mir. Und ja, das verschleppt sich natürlich. Ja klar, wenn ich schon in meiner Muttersprache Schwierigkeiten habe und Angst habe, mich zum Ausdruck zu bringen oder glaube, der andere könnte mich nicht verstehen, weil ich mich so sehr schäme, wie ich spreche und ja, weil ich ja auch schon als Kind und als Jugendliche auch viele Worte verschluckt habe und sehr hastig gesprochen habe, weil ich geglaubt habe, ich müsste schnell sprechen, weil der andere, der langweilt sich sonst, ich will ihm ja seine Zeit stehlen und die einzelnen Gedanken, die ich mir so im Kopf ja, gedacht habe und entstanden sind, habe ich deswegen auch angefangen, teilweise zu nuscheln und irgendwas vor mich hin zu blubbern und diese Unsicherheiten habe ich natürlich auch in das Lernen einer Fremdsprache übernommen. Und da ist natürlich noch extremer, weil das ist ja 'ne Sprache, die ich ja im Alltag so nicht benutze, großartig. Ich meine, klar, durch Social Media ist es ja jetzt, hat es 'ne ganz andere Form angenommen wie jetzt von noch vor 20, 30 Jahren, wo es noch nicht so, ja, üblich war, mit vielen englischen Begriffen um sich zu werfen und die auch zu benutzen. Und das ist eben, ja, dadurch verstärkt worden, die Angst und die Unsicherheiten. Ja, jemand könnte mich nicht verstehen und jemand könnte mich für dumm halten oder, für ungebildet, denn es ist ja auch so, dass, also zumindest ist das meine Wahrnehmung, was natürlich auch nur ein Gedankenkonstrukt natürlich ist, ja? Also, jede Wahrnehmung, jedes Bild, ist ja ja, nur ein Bild schlussendlich und es gibt ja mehrere Sichtweisen.
Aber wer hat dieses Bild, diese Wahrnehmung ist ja, dass je besser dein Englisch ist oder je mehr Sprachen du sprichst, umso intelligenter und gebildeter bist du. Und gerade so in den geschäftlichen Bereichen und ja, weil du kannst dich ja mit mehr Menschen austauschen. Du kannst dich ja nicht nur mit Muttersprachler austauschen, sondern ja, mit jedem, der eben auch Englisch spricht. Und gerade weil ja Englisch die Weltsprache schlechthin ist, neben Spanisch, hm, ist es ja von großer Bedeutung. Und das hatte mir lange Zeit und ist bis heute immer noch so ein Stück weit enormen Druck aufgebaut, ja, fast schon besser Englisch zu sprechen, als ich meine Muttersprache spreche. Und das hat natürlich einen Konflikt hervorgerufen, weil natürlich werde ich mich verhaspeln. Das passiert mir, wie du auch erst merkst, in meiner Muttersprache genauso. Und natürlich werden mir Wörter nicht einfallen und ich werde Sachen vergessen und ich werde über bestimmte Sachen stolpern. Also ob das jetzt Ausdrücke sind, Redewendungen oder ja, wie man etwas ausspricht. Gerade die Aussprache ist bei mir auch ein sehr großes Thema, wo ich auch, ja, deswegen hadere, Englisch zu sprechen oder in Situationen zu gehen, wo ich eben Englisch sprechen muss, weil ich mich dafür schäme, wie ich eben bestimmte Sachen ausspreche, dass es eben nicht so, ja, klar wie Kloßbrühe ist und ja, so klingt eben wie aus einem Wörterbuch. Und da merke ich wieder so diesen Selbstwert, dass ich da empathischer mit mir selber umgehen darf, denn ich verzeihe es mir ja auch in meiner Muttersprache mittlerweile. Also da ist es für mich auch ganz normal und da lache ich drüber, wenn ich irgendein Wort falsch ausspreche oder komisch ausspreche oder neue Wörter erfinde oder ja, mich verhaspel oder was auch immer. Und diesen Wechsel oder diese Einsicht auch in einer Fremdsprache zu haben, auch da zu sagen, ey, es ist nun mal nicht meine Muttersprache und es ist in Ordnung. Und selbst englische Muttersprachler, auch die vergessen Wörter, auch die verhaspeln sich. Die machen genau dasselbe durch wie ich mit meiner Sprache. Und das spielt keine Rolle und ich werde auch dafür nicht verurteilt. Und das ist eben etwas, wo ich mich immer wieder erinnern darf und was ich auch lernen darf, zu akzeptieren. Also diese Erwartungen, etwas auf eine bestimmte Art zu beherrschen, ja, ist ja egal, ob das eine Sprache ist oder ja, irgendetwas anderes, 'ne bestimmte Erwartungshaltung, dieses Bild, was ja nur ein Bild ist, eine Momentaufnahme, loszulassen und, hm, ja, zu akzeptieren, dass ich nun mal diese Sprache auf meine Art spreche in dem Sinne. Natürlich habe ich 'n Akzent. Ich habe mich auch jahrelang dafür geschämt, ja, dass man eben raushört, dass ich, aus der Berliner Ecke komme, dass ich 'n deutschen Akzent habe und, das war mir immer so unangenehm, weil ich habe immer gedacht: „Ja, solange ich den Akzent habe, den deutschen, spreche ich nicht richtig Englisch.“ Ja, weil so in so vielen Videos wird gesagt: „Ja, so verlierst du endlich deinen Akzent. So, sprichst du akzentfreies Englisch“ oder welche Sprache auch immer. Und das hatte mir auch so, ja, den Gedanken entfacht: „Okay, es ist schlecht, dass ich 'n Akzent habe, dass man merkt, wo ich herkomme und wie ich eben Sachen ausspreche.“ Dabei ist doch der Gedanke total unlogisch, weil selbst im Englischen gibt es unendlich viele Akzente. Na klar, weil natürlich auch unfassbar viele Sprachen gibt. Und da zu sagen, du musst deinen Akzent, ja, auslöschen, hm, und begradigen, beheben, als ob das 'n Fehler wäre, finde ich
schwierig und schade, so zu denken, weil ein Akzent ich habe ja auch ich bin ja auch mit 'n ich habe auch Sprachpartner, also wo ich, mich mit 'n, Englisch Muttersprachler auch im Austausch befinde. Und er hat auch selbst gesagt, dass 'n Akzent oder 'n Dialekt, ist ja egal, eine Sprache bereichert. Und ich fand diese Aussage richtig schön, wo ich gedacht habe: „Das stimmt.“ Also, man versucht oft etwas zu begradigen, wo man gar nix begradigen braucht, weil jeder Ausdruck ist ja 'ne Bereicherung der Kommunikation, denn oder wie auch, ja, Sprichwörter, Redewendungen oder 'n bestimmter Slang, aussagt oder charakterisiert ja auch, 'ne Gegend, wo man herkommt. Ich meine, Menschen aus Berlin sprechen ganz anders wie Menschen aus Hamburg oder Bremen oder München, sonst wo. Und auch noch die ländlichen Regionen, die haben ja auch wieder ihre eigene Art zu kommunizieren und was ja auch wieder dieses Land ja auch und die Sprache auch wieder bereichert. Also, wenn man jetzt sagt: „Na, ihr müsst jetzt alle Hochdeutsch sprechen“, dann würde man ja auch den Charakter eines Menschen ja auch, infrage stellen und auslöschen, denn also, ich finde ja auch, Kommunikation oder grad 'ne Sprache ist ja auch was sehr Persönliches. Also, man steckt ja auch sehr viel von sich in einer Sprache, wie man etwas betont zum Beispiel, ob man bestimmte Wörter öfter benutzt oder nicht. All das fließt ja auch in der Kommunikation mit ein und das war ja auch 'n Punkt, was mich selbst gehindert hat, Englisch zu sprechen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann meine Persönlichkeit noch nicht richtig vollends übermitteln und das war mir oder ist mir immer enorm wichtig, dass ich so authentisch wie möglich rüberkomme und mich nicht so verstelle und dass mein Anliegen, so wie ich bin, klar rüberkommt. Und ja, da habe ich mich immer oft kleiner gemacht und mich, ja, in irgendwelche Erwartungen gedrückt, die gar nicht zu mir passten, die ich gar nicht gerecht werden möchte. Und wo ich jetzt auch immer mehr lerne, ja, einen gewissen Frieden da reinzubringen und im Frieden damit zu gehen und es zu akzeptieren, dass es erstens eine Reise ist, also wie mit allem. Das kennst du vielleicht auch mit Leidenschaften und Hobbys, die du hast oder Talente, die du hast. Das hört ja nicht irgendwann auf, das Lernen oder diese Erkenntnisse, die man mitnimmt. Man wird ein Leben lang lernen. Das hört nicht nach der Schule auf. Man sagt, okay, ich habe jetzt Abitur, jetzt brauche ich nie wieder in meinem Leben irgendwas lernen. Ich weiß alles, ich kann alles. Also, ne, man erfährt ja immer wieder Neues und man lernt sich ja immer wieder neu kennen. Und da merke ich einfach, gerade in einem Englisch sprechen, wenn ich jetzt mit einem Englisch sprechen oder das Englisch lernen oder vertiefen, dass es eine Reise ist, dass es nicht irgendwo aufhört. Man sagen kann, okay, ich habe jetzt C1 oder C2, was auch immer da die Tabellen da gibt. Und das war's jetzt brauche ich nie wieder was lernen. Ich meine, selbst im Deutschen lerne ich ja auch immer wieder dazu und vertiefe mich. Und das hilft mir auch ein Stück weit, ja, das leichter zu nehmen und im Frieden damit zu kommen. Wie gesagt, nicht irgendwelche verzerrten Bilder von Erwartungen erfüllen zu müssen, sondern mich selbst als Mensch zu akzeptieren, dass es dazugehört und dass es natürlich, ja, dass ich natürlich nicht wie aus dem Wörterbuch spreche. Wer tut es schon? Also, das tut man nicht in der eigenen Muttersprache und das macht man schon recht nicht in einer Fremdsprache. Also ich würde mal behaupten, dass es kaum einer so praktiziert und wenn, dann wirklich nur die wenigsten Menschen und dass es nicht schlimm ist und dass es deswegen kein Garant ist, dass man sich nicht versteht. Denn Kommunikation ist ja nicht nur ein verbales Mittel oder auf eine verbale Art, also durch die
Sprache, sondern auch nonverbal, ja. Und da fließt ja auch viel mit rein, ob man sich, naja, akustisch versteht oder ob man sich auch, naja, auf eine Ebene versteht, die man eben nicht gleich greifen kann oder nur so fühlen kann. Und da merke ich, dass natürlich habe ich immer noch Hemmungen davor, also das Sprechen, das Englisch sprechen. Ich merke aber dadurch, dass ich das akzeptiere, dass ich eben diese Unsicherheit habe und es auch kommuniziere, es auch anspreche, ist es für mich gesehen schon leichter, wenn ich auch, wie gesagt, bei bestimmten Situationen, ja, das die umgeben möchte, wenn es eben um Englisch sprechen geht. Aber ich bin auch sehr dankbar für meinen englischen Sprachpartner, der da wirklich unfassbar geduldig ist und Verständnis hat und ja, mich da auch akzeptiert und respektiert, dass ich eben meine Unsicherheiten dahingehend habe und um mir eben dieses Vertrauen zu schenken, dass es so in Ordnung ist und nichts Verwerfliches und dazugehört und ja, was ich wirklich sehr schätze. Und weil das hilft enorm. Wie gesagt, das war jetzt nur so ein kurzer Abstecher, ein kurzer Dialog meinerseits. Vielleicht hast du ähnliche Erfahrungen gemacht. Würde mich mal interessieren. Schreib es gerne unbedingt in die Kommentare, ob du das auch so empfindest, ob du auch mit solchen ja, Gefühlsregungen zu tun hast, wenn es um das Sprechen in der Fremdsprache geht. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal meinerseits. Wenn mir noch irgendwas dazu einfällt, werde ich noch ein separates Video machen. Ansonsten, ja, wünsche ich dir einen wundervollen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder damit dabei bist und mir zuhörst. Und ja, wie gesagt, habt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.